Stellen Sie sich eine Küste im Morgengrauen des 9. Jahrhunderts vor. Der Nebel hängt wie ein Leichentuch über dem kalten, grauen Wasser, so dicht, dass er die Welt in ein Reich der Geister und Schatten verwandelt. Die Stille ist tief, nur durchbrochen vom sanften Plätschern der Wellen am Ufer und dem fernen Schrei einer Seemöwe. Doch dann, langsam und unaufhaltsam, formt sich im Nebel eine Silhouette. Zuerst ist es nur ein dunklerer Schemen, dann die hohe, geschwungene Linie eines Schiffsbugs, gekrönt von einem aufgerissenen Drachenmaul, das lautlos in den Himmel brüllt. Ein Langschiff. Und hinter ihm ein zweites, dann ein drittes. Sie gleiten aus dem Nebel hervor wie Klingen aus einer Scheide, ihre langen Ruder bewegen sich im perfekten, unheimlichen Rhythmus, angetrieben von der stillen Kraft der Männer an Bord. Für die Bewohner des frühmittelalterlichen Europas war dies der Anblick des nahenden Verderbens. Die Männer, die aus diesen Drachenbooten strömten, waren die Wikinger, die Nordmänner, deren Name für die nächsten 3 Jahrhunderte zum Synonym für Terror, Plünderung und einen schnellen, brutalen Tod werden sollte. Ihre Stärke lag nicht nur in ihrer Furchtlosigkeit oder ihrer überlegenen Seefahrt, sondern in dem Arsenal, das sie mit sich führten. Werkzeuge, die nicht nur zum Töten, sondern auch zum Brechen des feindlichen Willens konzipiert waren. Um die Wikinger zu verstehen, muss man ihre Waffen verstehen. Nicht als leblose Objekte aus Holz und Stahl, sondern als Erweiterungen ihres eigenen Körpers und Geistes. Jede Waffe erzählt eine Geschichte von Handwerkskunst, Taktik und einer tief verwurzelten, pragmatischen Grausamkeit. Begeben wir uns auf eine Reise in die Waffenkammer dieser Nordmänner und betrachten wir die 7 grausamsten Instrumente, die sie zu den gefürchtetsten Kriegern ihrer Zeit machten. First, die Dänenaxt, Skegöks und Breidöks. Die Königin der Schlachtfelder. Keine Waffe verkörpert die schiere, unbändige Zerstörungskraft der Wikinger so sehr wie die zweihändige Dänenaxt. Dies war keine gewöhnliche Holzhackeraxt. Es war ein Monster aus Stahl und Eschenholz, eine Waffe, die Respekt und Furcht auf dem Schlachtfeld gebot. Ihr Schaft, oft mannshoch, erlaubte dem Krieger eine enorme Reichweite und Hebelwirkung. Am Ende dieses Schafts saß der Axtkopf, eine breite, oft asymmetrische Klinge, die auf einer Seite zu einer rasiermesserscharfen Schneide auslief. Die Grausamkeit der Dänenaxt lag in ihrer absoluten, kompromisslosen Kraft. Ein geübter Krieger, oft ein Huskarl oder ein anderer Elitekämpfer, konnte mit einem einzigen, weiten Schwung eine Schneise der Verwüstung schlagen. Stellen Sie sich einen sächsischen oder fränkischen Krieger vor, der in der relativen Sicherheit seiner Schildmauer steht. Er sieht, wie ein bärtiger Riese aus dem Norden auf ihn zukommt, die große Axt über der Schulter geschwungen. Der Wikinger atmet tief ein, seine Muskeln spannen sich und dann entfesselt er einen einzigen, brüllenden Schlag. Der Klang, den die Axt beim Aufprall erzeugte, war ein Donnerschlag. Ein Holzschild, selbst mit Eisen verstärkt, zersplitterte unter der Wucht wie dünnes Eis. Helme aus Metall boten kaum mehr Schutz. Die Axt konnte sie spalten und den darunterliegenden Schädel zerschmettern. Ein Treffer am Körper war unvorstellbar verheerend. Die breite Klinge riss Wunden, die kein Chirurg der damaligen Zeit hätte versorgen können, durchtrennte Gliedmaßen und spaltete Torsi mit einer Effizienz, die sowohl schrecklich als auch faszinierend war. Eine besondere Variante, die Skegöks oder Bartaxt, erhöhte diese Grausamkeit um eine taktische Dimension. Der untere Teil der Klinge war zu einem Haken verlängert, dem Bart. Dieser Bart war nicht nur Zierde. In den Händen eines erfahrenen Kriegers wurde er zu einem teuflischen Werkzeug. Man konnte damit den Rand eines feindlichen Schildes einhaken und ihn mit einer scharfen Drehung des Handgelenks nach unten reißen. In diesem Sekundenbruchteil der Entblößung war der Gegner schutzlos dem schnellen, tödlichen Folgeschlag ausgeliefert. Ebenso konnte der Bart dazu verwendet werden, ein Bein unter dem Schild hervorzuziehen, den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen
oder ihn am Hals zu haken und ihn aus der Formation zu zerren. Die Dänenaxt war nicht nur eine Waffe, sie war eine psychologische Waffe. Ihr Anblick allein konnte Panik auslösen, und der Anblick dessen, was sie mit einem Menschen anrichten konnte, konnte eine ganze feindliche Linie zum Zusammenbruch bringen. Sie war die Verkörperung des Wikinger-Ethos. Rohe Gewalt, intelligent und mit schrecklicher Effizienz eingesetzt. Dusra, der Speer, Spjot und Atgeir. Das Rückgrat des Schreckens. Während die Axt das ikonische Symbol des Wikingerkriegers sein mag, war der Speer die bei weitem gebräuchlichste und vielseitigste Waffe. Er war das Rückgrat ihrer Armeen, und seine Grausamkeit lag in seiner allgegenwärtigen, unerbittlichen Natur. Fast jeder waffenfähige Mann besaß einen Speer. Er war relativ einfach und billig herzustellen. Ein langer Schaft aus Eschenholz, versehen mit einer eisernen Spitze. Doch in den Händen der Nordmänner wurde dieses einfache Werkzeug zu einem Instrument des organisierten Tötens. Die primäre Anwendung des Speers war in der gefürchteten Schildburg, Schildmauer. Die Wikinger formierten sich Schulter an Schulter, ihre runden Schilde überlappten sich und bildeten eine fast undurchdringliche Mauer aus Holz und Stahl. Zwischen den Schilden ragten die Speerspitzen hervor und verwandelten die Formation in einen tödlichen Igel. Ein Angriff auf eine solche Formation war Selbstmord. Die Angreifer mussten sich einem Wald aus scharfen Stahlspitzen stellen, die unaufhörlich zustießen, Rüstungen durchdrangen und Fleisch durchbohrten. Die Grausamkeit des Speeres war eine methodische, kalte Grausamkeit. Ein Stich war oft nicht sofort tödlich. Er konnte einen Mann außer Gefecht setzen, ihn blutend und schreiend am Boden zurücklassen. Ein schreckliches Hindernis für seine Kameraden und eine demoralisierende Zurschaustellung der eigenen Verwundbarkeit. Darüber hinaus war der Speer auch eine formidable Wurfwaffe. Vor dem eigentlichen Zusammenprall der Linien ließen die Wikinger oft einen Hagel von Speeren auf ihre Feinde niedergehen. Ein einzelner, gut gezielter Wurfspeer konnte einen Anführer ausschalten, Panik in den Reihen säen oder eine Lücke in der feindlichen Schildmauer schaffen, die dann ausgenutzt werden konnte. Eine besonders furchterregende Variante war der Atgeir, der oft fälschlicherweise als Hellebarde beschrieben wird. Es handelte sich eher um einen schweren Stoß- und Schneidspeer mit einer langen, blattförmigen Klinge. Er war lang genug, um aus der zweiten Reihe über die eigene Schildmauer hinweg eingesetzt zu werden, und seine Klinge war scharf genug, um nicht nur zu stechen, sondern auch schreckliche Hieb- und Schnittwunden zu verursachen. Man konnte damit Rüstungsteile durchschneiden, Gliedmaßen abtrennen oder, wie mit der Bartaxt, Schilde einhaken und Feinde aus dem Schutz ihrer Formation ziehen. Der Speer war die Waffe des einfachen Mannes, aber in der Masse wurde er zu einer unaufhaltsamen Kraft, die den Feind methodisch zermalmte und zerstückelte. Dritter Sachs, Skramasax. Der letzte, leise Atemzug. Wenn die Speere zerbrochen, die Äxte verloren und die Schilde zerschmettert waren, wenn der Lärm der Schlacht zu einem ohrenbetäubenden Chaos aus Schreien und Stahlgeklirr geworden war, dann kam die Zeit des Sacks. Der Sachs, auch Skramasax genannt, war ein großes, einschneidiges Messer, das irgendwo zwischen einem Dolch und einem Kurzschwert angesiedelt war. Jeder Wikinger, vom reichsten Jarl bis zum ärmsten Bauern, trug einen Sachs. Es war sowohl ein Allzweckwerkzeug als auch eine Waffe des letzten Auswegs. Seine Grausamkeit lag in seiner Intimität. Dies war keine Waffe für den ehrenhaften Zweikampf auf Distanz. Es war das Werkzeug für den schmutzigen, verzweifelten Kampf im Gedränge, für den Moment, in dem man dem Gegner so nahe war, dass man seinen Atem riechen und die Angst in seinen Augen sehen konnte. Die Klinge war dick und schwer, ideal, um durch Leder und Kettengeflecht zu stoßen. Die Spitze war scharf und spitz, perfekt für einen schnellen, tödlichen Stich. Stellen Sie sich den Zusammenbruch einer Schildmauer vor. Krieger stolpern über Leichen, rutschen im Schlamm und Blut aus. Ein Wikinger verliert den Halt und sein Schild wird ihm aus der Hand gerissen. Sein Gegner, ein fränkischer Soldat, hebt sein Schwert zum Todesstoß.
Doch der Wikinger ist schneller. Mit einer fließenden Bewegung zieht er den Sachs aus der Scheide an seinem Gürtel. Er pariert den Schlag nicht, er weicht ihm aus, stürzt sich nach vorne unter die erhobene Waffe des Feindes. Ein kurzer, brutaler Stoß unter den Arm, wo die Rüstung am schwächsten ist. Der Franke keucht, seine Augen weiten sich vor Schock, als der kalte Stahl tief in seine Lunge dringt. Der Wikinger zieht die Klinge heraus und ist bereits auf der Suche nach seinem nächsten Ziel. Der Sachs war auch die Waffe, um die Arbeit zu beenden. Ein auf dem Schlachtfeld liegender, verwundeter Feind war immer noch eine potenzielle Bedrohung. Ein schneller Schnitt mit dem Sachs über die Kehle beendete diese Bedrohung endgültig und auf grausame Weise. Es war eine pragmatische, unpersönliche Handlung, die die rücksichtslose Effizienz des Wikingerkrieges unterstrich. Der Sachs war der stille Begleiter, der im entscheidenden Moment den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachte, oft auf die blutigste und direkteste Art und Weise. 4. Der Langbogen, Langbogi, der singende Tod aus der Ferne. Die Wikinger waren nicht nur Meister des Nahkampfs, sie verstanden auch den Wert des Todes aus der Distanz. Der Langbogen aus Eiben- oder Eschenholz war eine ihrer tödlichsten Fernwaffen. In den Händen eines geübten Schützen konnte dieser Bogen einen Pfeil über 200 Meter weit schicken, mit genügend Kraft, um eine leichte Rüstung zu durchschlagen. Die Grausamkeit des Bogens war die Grausamkeit des unsichtbaren Todes. Bevor die Schlachtlinien überhaupt aufeinander trafen, verdunkelte sich oft der Himmel. Ein tiefes Summen, das Geräusch von Hunderten von Bogensehnen, die gleichzeitig losgelassen wurden, erhob sich über dem Feld, gefolgt von einem unheimlichen Pfeifen. Es war ein Pfeilhagel, ein Stahlgewitter, das wahllos auf die dicht gedrängten Reihen des Feindes niederging. Für einen Soldaten in der gegnerischen Armee war dies eine Erfahrung puren Terrors. Es gab kein Entkommen. Man konnte den Schild heben, aber die Pfeile kamen von oben aus einem steilen Winkel. Man konnte hören, wie sie in die Schilde und Körper der Kameraden einschlugen, begleitet von den Schreien der Getroffenen. Man konnte nur hoffen und beten, dass man nicht der Nächste war. Die Pfeilspitzen selbst waren auf maximale Grausamkeit ausgelegt. Es gab breite, blattförmige Spitzen, die schreckliche, klaffende Wunden rissen. Noch schlimmer waren die dünnen, vierkantigen Botkinspitzen. Sie waren darauf ausgelegt, Kettenhemden zu durchschlagen. Wenn eine solche Spitze einmal im Körper steckte, war sie fast unmöglich zu entfernen. Der Widerhaken verfing sich im Fleisch, und jeder Versuch, den Pfeil herauszuziehen, riss die Wunde nur weiter auf und verursachte unvorstellbare Schmerzen und schwere Blutungen. Eine Wunde, die nicht sofort tödlich war, führte oft Tage später zu einem qualvollen Tod durch Infektion. Der Langbogen war ein Instrument des Massenterrors, das den Feind zermürbte, seine Moral brach und seine Reihen lichtete, bevor der erste Wikinger überhaupt einen Fuß auf das Schlachtfeld gesetzt hatte. 5. Das Ulfberht-Schwert, der Geist im Stahl. Das Schwert war im Wikingerzeitalter eine Prestigewaffe, ein Symbol für Status und Reichtum. Doch ein bestimmter Typ von Schwert stach heraus, ein technologisches Wunder, das seinen Trägern einen fast unfairen Vorteil verschaffte. Das Ulfberht-Schwert. Diese Klingen, erkennbar an der eingelegten Inschrift plus VLF-BRH plus T, waren keine gewöhnlichen Eisenschwerter. Sie wurden aus Tiegelstahl hergestellt, einem Material mit einem extrem hohen Kohlenstoffgehalt, das sie unglaublich stark, flexibel und scharf machte. Eine Qualität, die in Europa erst Jahrhunderte später wieder erreicht wurde. Die Grausamkeit des Ulfberht lag in seiner technologischen Überlegenheit. Stellen Sie sich einen Zweikampf zwischen zwei Champions vor. Der eine, ein fränkischer Adliger, schwingt das beste Schwert, das seine Schmiede herstellen konnten. Der andere, ein Wikinger-Jarl, führt ein Ulfberht. Die Klingen treffen aufeinander mit einem lauten, schrillen Klang. Doch während das fränkische Schwert unter dem Aufprall splittert oder bricht, bleibt das Ulfberht unversehrt. Sein Stahl sinkt in der Luft.
Für den Bruchteil einer Sekunde starrt der Franke ungläubig auf den zerbrochenen Stumpf in seiner Hand. In diesem Moment der Erkenntnis und des Entsetzens endet sein Leben, als das Ulfbert in einem sauberen, unaufhaltsamen Bogen durch seinen Hals schneidet. Ein Ulfbert konnte die meisten zeitgenössischen Rüstungen durchdringen und gegnerische Waffen zerstören. Es war leichter und besser ausbalanciert als herkömmliche Schwerter, was schnellere und präzisere Angriffe ermöglichte. Gegen einen Krieger mit einem Ulfbert zu kämpfen, war, als würde man gegen einen Geist kämpfen, dessen Waffe magische Eigenschaften zu besitzen schien. Es war eine zutiefst demoralisierende Erfahrung, zu wissen, dass die eigene beste Ausrüstung der des Gegners unterlegen war. Das Ulfbert war nicht nur ein Werkzeug des Todes, sondern ein Symbol der überlegenen Handwerkskunst und des unerbittlichen Strebens der Wikinger nach dem besten und tödlichsten Stahl, den die Welt zu bieten hatte. Sechster, der Rundschild, Skjöldur, die eiserne Faust. Es mag seltsam erscheinen, ein Verteidigungswerkzeug in einer Liste der grausamsten Waffen aufzuführen. Aber der Wikingerschild war weit mehr als nur ein Mittel zum Schutz. In der brutalen Realität des Nahkampfs wurde er zu einer ebenso effektiven Offensivwaffe wie jede Axt oder jeder Speer. Der typische Wikingerschild war rund, aus leichten Holzplanken gefertigt und in der Mitte mit einem eisernen Schildbuckel, dem Buckel, versehen, der die Hand des Trägers schützte. Die Grausamkeit des Schildes zeigte sich im Gedränge der Schildmauer. Wenn die Linien aufeinanderprallten, gab es oft keinen Platz, um eine Waffe effektiv zu schwingen. In diesen Momenten wurde der Schild zur Waffe. Ein schneller, kräftiger Stoß mit dem schweren Eisenbuckel ins Gesicht eines Gegners konnte eine Nase brechen, Zähne ausschlagen oder ihn bewusstlos machen, sodass er im Chaos unter die Füße seiner Kameraden geriet und zu Tode getrampelt wurde. Der Rand des Schildes, oft mit Leder oder Rohhaut verstärkt, konnte ebenfalls als Waffe eingesetzt werden. Ein gezielter Schlag mit der Kante gegen den Hals oder die Schläfe eines Gegners konnte ebenso tödlich sein wie ein Messerstich. Die Wikinger nutzten ihre Schilde, um Feinde wegzustoßen, sie aus dem Gleichgewicht zu bringen und Öffnungen für einen schnellen Stich mit dem Speer oder dem Sax zu schaffen. Einem Gegner den Schild ins Gesicht zu schlagen, war eine zutiefst demütigende und brutale Taktik. Es war nicht elegant, aber es war effektiv. Es zeigte die pragmatische Denkweise der Wikinger. Alles, was man in der Hand hält, ist eine Waffe. Der Schild war ihr ständiger Begleiter, ihre letzte Verteidigungslinie, aber auch ihre eiserne Faust, immer bereit zuzuschlagen und den Willen des Gegners im wahrsten Sinne des Wortes zu brechen. Siebte, die menschliche Waffe, der Berserker. Die letzte und vielleicht grausamste Waffe im Arsenal der Wikinger war keine aus Stahl oder Holz, sondern aus Fleisch und Blut, der Berserker. Diese Krieger waren eine Klasse für sich, eine Verkörperung des unkontrollierten animalischen Zorns. Ihr Name Bärenhemd deutet darauf hin, dass sie in Tierfelle gekleidet in die Schlacht zogen, aber ihre wahre Natur war weitaus furchterregender. Historische Quellen beschreiben, wie die Berserker vor der Schlacht in eine Art Trance oder heiligen Wahnsinn verfielen. Sie heulten wie Wölfe, bissen in die Ränder ihrer Schilde und schienen unempfindlich gegen Schmerz und Furcht zu sein. Wenn die Schlacht begann, stürmten sie oft vor der Hauptlinie los, eine menschliche Schockwelle, die in die feindlichen Reihen krachte. Die Grausamkeit des Berserkers lag in seiner völligen Unvorhersehbarkeit und seiner übermenschlich anmutenden Wildheit. Sie kämpften ohne Taktik oder Formation, angetrieben von einer reinen, mörderischen Raserei. Sie ignorierten Wunden, die einen normalen Mann zu Fall gebracht hätten, und kämpften weiter, bis sie entweder tot waren oder kein Feind mehr stand. Einem Berserker auf dem Schlachtfeld gegenüberzustehen, muss eine Erfahrung jenseits allen Schreckens gewesen sein. Man kämpfte nicht gegen einen Soldaten, sondern gegen eine Naturgewalt. Ihre Augen waren glasig und wild, Schaum stand ihnen vor dem Mund und sie gaben unmenschliche Laute von sich. Ihre Angriffe waren unkoordiniert, aber von einer wilden Kraft.
Sie schlugen blindwütig um sich, ihre Waffen trafen Freund und Feind gleichermaßen, wenn man ihnen zu nahe kam. Der psychologische Effekt war verheerend. Die geordneten Reihen der Gegner lösten sich in Panik auf, als diese schreienden, blutbespritzten Dämonen auf sie zustürmten. Die Berserker waren die ultimative psychologische Waffe. Ein Beweis dafür, dass die größte Grausamkeit oft nicht im Stahl einer Klinge, sondern im dunkelsten Abgrund des menschlichen Geistes zu finden ist. Die Ära der Wikinger ging schließlich zu Ende. Ihre Königreiche wurden zu Nationen, ihre Krieger zu Soldaten und ihre Götter wichen einem neuen Glauben. Doch das Echo ihres Stahls hallt durch die Jahrhunderte nach. Ihre Waffen waren zweifellos grausam, aber sie waren auch Zeugnisse einer Kultur, die von Pragmatismus, Überlebenswillen und einer unerbittlichen Härte geprägt war. Die wahre Stärke der Wikinger lag nicht allein in der Schärfe ihrer Klingen oder der Kraft ihrer Äxte, sondern in der furchtlosen Hand, die sie führte, und dem unnachgiebigen Willen, der in den Herzen der Nordmänner brannte. Sie waren die Schmiede ihres eigenen, blutgetränkten Schicksals, und ihr Vermächtnis ist für immer in die Annalen der Geschichte gemeißelt, mit Stahl und mit Blut.